Heute spreche ich ein paar Berufe für euch aus und erkläre euch, was die machen. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen auf meinem Kanal German Fräulein. Schön, dass ihr da seid, wie immer. Heute haben wir das Thema Berufe. Viele von euch wollen ja nach Deutschland kommen, um hier eine Ausbildung zu machen und um hier zu arbeiten. Und deswegen müsst ihr ja auch wissen, was es für Berufe gibt und wie die heißen und was die machen. Wir fangen an. Der Fleischer, der Fleischer. Der Fleischer zerlegt ein Tier, das heißt, er schneidet ein Tier auseinander und guckt, wo das schöne Fleisch ist, und das geht dann in den Verkauf, damit wir und ihr es essen könnt. Der Fleischer. Der Verkäufer verkauft Sachen. Im Supermarkt, in einer Boutique, in einem Kaufhaus. Dort arbeiten Verkäufer und verkaufen. Sie arbeiten an der Kasse zum Beispiel auch. Der Tierpfleger, das ist so ein schöner Beruf. Dort kümmert man sich um Tiere. Also im Zoo oder im Tierheim. Dort arbeiten Menschen, die sich um Tiere kümmern. Das ist der Tierpfleger. Tierpflegerin, wenn es eine Frau macht. Aber ich mache jetzt mal nur das Wort männlich, weil das sonst zu lange braucht. Wenn es eine Frau ist, dann kommt ein IN hinten ran, ja? Dann der Lehrer. Der Lehrer, der arbeitet in zum Beispiel der Schule und unterrichtet andere Menschen. Die Hebamme, die holt die Babys auf die Welt. Wenn eine Frau schwanger ist und das Kind raus will, dann kommt die Hebamme und sagt, los, 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 pressen. Das macht eine Hebamme. Der Maler. Der Maler streicht zum Beispiel die Wände oder streicht das Haus. Oder er ist Künstler und malt Bilder. Es gibt den Maler und den Maler. Also einer macht die Häuser schön und die Wohnungen oder alles Mögliche und der andere malt Bilder. Dann der Buchbinder. Der Buchbinder, der bindet Bücher. Der macht also ein Buch zu dem, was es ist. Wenn man das in der Hand hat, muss das ja jemand dazu machen. Und das macht der Buchbinder. Der Optiker, der kümmert sich um alles mit den Augen. Der macht den Test, wie schlecht oder wie gut die Augen sind. Der kümmert sich um die Brille oder Kontaktlinsen, die in die Augen reinkommen. Das macht der Optiker. Dann der Gerüstbauer, der Gerüstbauer. Ein Gerüst ist zum Beispiel aus Metallstangen oder aus Holz um die Häuser rum, wenn man ein Haus repariert. Und dort arbeiten dann Menschen drauf, dass sie am Haus nach oben gehen können. Das ist ein Gerüst und der Gerüstbauer baut diese Gerüste auf. Dann der Pferdewirt. Die arbeiten mit Pferden und gucken, dass es den Pferden gut geht. Auf dem Bauernhof zum Beispiel. Der Hotelfachmann oder die Hotelfachfrau. Hotelfachmann oder Hotelfachfrau. In Deutschland haben wir natürlich ganz, ganz, ganz viele Hotels. Ich glaube, mehr Hotels als Menschen, so wie es sich anfühlt. Und dort kann man auch arbeiten und alles machen, was mit dem Hotel zu tun hat. Und alles hübsch machen und sich um die Organisation kümmern. Das ist ein sehr beliebter Beruf, den machen ganz, ganz viele Menschen. Dann der Fotograf. Der Fotograf macht Fotos. Der fotografiert zum Beispiel auf Hochzeiten oder die Landschaft. Irgendwas, was er besonders gut kann, der Fotograf. Der Altenpfleger. Der Altenpfleger pflegt alte Menschen und arbeitet zum Beispiel im Altenheim oder fährt zu alten Menschen nach Hause und guckt, dass bei denen alles in Ordnung ist, dass sie keine Probleme haben. Das macht ein Altenpfleger. Der Bäcker backt Brot und Brötchen. Und das in Deutschland, muah, wirklich. Wir haben tolle Bäcker und die machen richtig leckere Sachen. Das ist ein Beruf, den solltet ihr eigentlich wirklich in Deutschland lernen. Dann sagt Bescheid, wo ihr seid. Ich komme vorbei und esse eure Brötchen. Und der Tischler und Schreiner. Der Tischler und Schreiner, der arbeitet mit Holz. Der macht zum Beispiel Möbel oder Treppen aus Holz. Alles, was mit Holz zu tun hat, macht der Tischler und Schreiner. So ein richtig schöner Handwerksberuf. Da bekommt man richtig
Kraft. Und das ist wirklich ganz, ganz, ganz toll. Das kostet auch alles richtig viel Geld, wenn man sich das von so einem Schreiner oder Tischler zu Hause anfertigen lässt. Das war es für heute. Von Berufen oder über Berufe werde ich natürlich noch ganz viele Videos machen, weil es ja sehr viele Berufe gibt. Und ich hoffe, ihr habt viel gelernt. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis bald und auf Wiedersehen.